So, jetzt kommt die absolute Spitze. Absolute Superlative. Beste von der Welt. Wir sind zwei Piranhas. Hallo. Hallo. Und wir machen Computerspiele. Und wir beleuchten heute mal die absolute Superlative. Was heißt denn das? Gucken wir mal auf den Zettel. Was hat er denn da für einen Blödsinn da wieder vermeint? Ach so, ja. Ja, Beste, ne? Will man nicht immer der Beste sein? Die absolute Spitze? Ist doch so, oder? Alles unterhalb irgendwie so, zweiter Platz ist doch schon der erste Verlierer, oder? Kommt drauf an, womit das einhergeht. Ja, ne? Wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt. Was wäre denn für dich das absolute Überspiel? Die absolute Superlative? Ja. Und die haben Folgendes gesagt. Oh. Ich habe keine Ahnung. Wäre für mich ein Spiel, bei dem ich gar nicht mehr loslassen könnte, wo ich wirklich alle anderen körperlichen, seelischen, geistigen Bedürfnisse dahinter stellen würde. Ich glaube, das Spiel gibt's nicht. Ja. Ich glaube, ein First-Person-Action-Spiel, was ich mit anderen spielen kann, wo auch Progress drin ist, so vielleicht sowas wie Charakterklassen, was man im Koop spielt, was absolut eine fesselnde Story hat, die man gemeinsam durchspielen kann, mit richtig geilen Sounds, ambientischem Flair. Ich mag ja keine Superlative eigentlich. Habe ich immer versucht, Redakteuren und freien Autoren so rauszuprügeln, weil meistens braucht man es gar nicht. Es ist nicht immer alles das Geilste, Größte und Beste, weil oft ist es auch, reicht es, wenn es gut, schön ist. Muss ja nicht das Schönste sein. Ne? Drama vielleicht noch dabei, viel Witz. Das würde ich sagen, boah, dickes Ding. Gibt's nicht. Doch, stopp, Bullshit. Gibt's wohl, Minecraft. Ein Spiel, was dir alle Möglichkeiten bietet, aus denen jeder machen kann, was er will. Ich bin ein riesiger Skies of Arcadia-Fan. Das heißt irgendwie eine weite Welt, die aber auch ein Ende hat und gerne auch irgendwie übergreifend in Höhen und Tiefen, also auch underground oder durch die Lüfte. Skies of Arcadia hat zum Beispiel auch so Luftschiffe oder so oder verschiedene Kampfsysteme in einem gegen Gegner, aber auch zum Beispiel da halt Luftschiff gegen Luftschiff. Sowas finde ich halt total geil, wenn man halt ganz viele Elemente in so einem Spiel hat und nicht nur dieses eine Kampfsystem, wie man es so kennt oder so. Aber ich weiß nicht, ich bin auch ein riesiger Zelda-Fan, eine Mischung aus allem, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten, ausgenommen dessen, muss ein Spiel wissen, was es will. Ja, diffus, ne? Was bräuchte denn so ein Überspiel für dich persönlich? Also ich hätte immer cool gefunden, so ein großes Open World First Person VR Multiplayer-Rollenspiel, das ich irgendwie zusammen mit meinen Freunden in einer virtuellen Umgebung erleben kann. Koop. Cool. Am besten gegen den Computer. Ja, auf jeden und nicht Fall. Nicht gegeneinander. Nein, ne? nein, nicht hier. Ja. Against the Machine, ne? Ja, verstehe ich. Das ist geil, das stimmt. Überhaupt VR, ne? Finde ich total super. Also das Überspiel, weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich würde sagen, es ist gar nicht wichtig. Es sind ein paar Aspekte, die wichtig sind. Ja? Hatten wir mal eine Sendung drüber gemacht, und zwar über Important Content, was man wichtig findet. Ne? Und da haben wir uns drüber ausgelassen, was wir persönlich am wichtigsten finden an so einem Ding. Und ein Überspiel ist ja schon sehr artverwandt, aber ein Überspiel ist dann so das Ding, was alles kann. Ne? Das heißt, muss das Spiel denn noch alles können, ist dann die interessante Frage. Ist das wirklich wichtig, dass das wirklich alles kann? Es gibt ja auch Spiele, die greifen sich einige Aspekte raus, ein paar Kombinationen davon und liefern das. So, ne? Nee, ich würde sagen, das ist überhaupt nicht wichtig eigentlich. Nein. Darum ist es auch tatsächlich ein anderes Thema. Ja. Es ist in erster Linie erstmal nur eine Idee. Was wäre, wenn? Ja. Aber ich halte das an vielen Stellen auch für unrealistisch, weil an irgendeiner Stelle lässt man ja doch federn. Und dann vielleicht an der falschen.
Und darum ist es mir andersrum häufig lieber. Dann sage ich, ach nee, also... Das ist wie Butter auf zu viel Brot verstrichen, meinst du? Oder? Genau, also es wäre zwar ganz nett, so ein Spiel zu haben, aber letztens waren wir in so einem Laden, da konnte man mit seinen Freunden tatsächlich VR spielen. Hm? Und dann konnte man sich irgendwie vorher so ein Spiel aussuchen und wir haben dann irgendwie so Zombie-Apokalypse gespielt. Tower Defense, beknackt irgendwelche Monster, bis du irgendwann platt bist. So. Dann Ja, waren wir mit 4 Leuten. Abkackerspiel, was war super. Was hatte ich für eine Brille auf? Ich glaube eine Index. Und Ja. dann stand jeder irgendwie mit seiner Knarre irgendwie und wenn die Zombies kommen, irgendwie stehst du auf deinem Turm und schießt die ab. Und da geht's ja nur noch um die Top-Liste, so, wer war der Beste, wer hat am meisten da und so weiter. Ich war der Vize-Björn. Genau, es war eigentlich recht anspruchslos, aber spaßig. Was? Und nach einer halben Stunde hatte ich so dermaßen Kopfschmerzen. Ja. Da musste ich Es aufhören. ist halt Hektik, ne? Ja. Es ist Hektik. So ein bisschen mehr Ruhe da, so ein bisschen exploren und so weiter fehlt dem Spiel dann, ne? Ja, mir ist die Index auch einfach zu schwer. Ja. Nein. Ja, gut, okay. Das heißt, irgendwas, was stört, darf ein Überspiel nicht haben. Ja, So, ja, da darf nichts stören. ja. So, sonst ist, so. Aber, okay, sagen wir mal, das, was ich mache, muss ich gut machen in einem Überspiel, ja, aber das Überspiel muss irgendwie alles können. Sonst wäre es kein Überspiel, ja? Also, was ist es denn? Ist es Qualität oder Quantität der Elemente? Das ist beides. Ein Überspiel müsste beides, die absolute Superlative, wo die Leute sagen, so, das ist jetzt das Spiel, danach brauche ich nichts anderes mehr. Ja. Nur noch das. Ja? Pokémon Go. Ne? Ja, stimmt ja auch nicht ganz, ne? Nee. Gibt ein paar Beispiele dafür, für Überspiele, ja, die so aufwendig produziert worden sind, ja, dass die wirklich verdammt viel drauf haben. Red Dead Redemption 2 zum Beispiel. Ja. Das ist wirklich krass, was das Ding kann. Ne? Ist das deswegen jetzt das beste Spiel, was jemals rausgekommen ist? Kann man sich drüber streiten. Ne? Du sagst nein? Gut, ich habe es gespielt, 80 Stunden lang, um die Story durchzuspielen. Ich habe da so meine Meinung dazu, aber es ist ein großartiges Spiel. Die Story hat mir nicht gefallen. Fand die ein bisschen morbide, ja. Aber es ist halt so ein Ding, wo man sagt, okay, das Spiel kann aber so viel. Ne? Das heißt, es ist so realistisch gemacht und da kannst du so viel machen und hast du nicht gesehen. Naja, gut, aber wenn du einmal irgendwie mit einem selbstgekauften Gaul irgendwie in eine Gegend und dann kommt die random Begegnung und so und dann hampel ich da rum und zünde mein eigenes Pferd an und das sind irgendwie $3.000 im Arsch und dann nehme ich meinen alten Klepper vom Spielstart wieder, denke ich mir so auch, naja. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, weil Red Dead Redemption ist ein schönes Spiel. Vor allen Dingen grafisch ist es ein sehr schönes Spiel. Absolut. Es ist aber auch ein Spiel, das sehr anstrengend ist. Wenn ich jetzt wenn du sowas sagst, dann fällt mir gleich Zelda Breath of the Wild ein. Mhm. Ich habe das jetzt vor allen Dingen viel mit unserem Sohn zusammen mir angeguckt und da ein bisschen mitgezockt und so. Und in Stunden um Stunden kann man da auch in der Welt sich aufhalten. Ist grafisch wesentlich weniger High-End. Ist aber total niedlich gemacht und das Gameplay ist sehr dankbar, würde ich das nennen. Ja, das ist nicht so anstrengend, nicht so, sondern du kannst dann einfach zocken ohne Ende. Und das macht so ein Spiel aus. Deswegen wäre mir das Größere. Ja, verstehe. So, hat auch 98% bekommen. Richtig. Ne? Metacritics. Das ist so, bestimmt ne? auch ein Grund. Ja, und ein ähnliches Spiel ist Elden Ring. Ne? Ist auch so hoch bewertet worden. Aber es ist halt, Anstrengend. es ist ein Spiel, wo du die meiste Zeit kämpfst, ja, und was eine total geile Open World hat. Das sind die 2 fetten Elemente, die sie hat, die sie richtig gut gemacht haben. Ja. Ein Überspiel müsste aber mehr können, eigentlich. Ne? Müsste mehr drauf haben da an der Stelle. Ist aber trotzdem total als der besten Spiele, die hier rausgekommen sind. So, ja. Das heißt, ne, was wir damit sagen wollen, ist nicht, dass wir Elden Ring kritisieren, um Gottes Willen. Das ist nichts liegt uns ferner, sondern es geht darum, wenn immer, so, ist das Beste, ist super, so, guck mal hier, da brauchst du nichts anderes mehr, da brauchst du nur noch das spielen. Sowas wie Star Citizen ist mal losgetreten worden. Die wollen tatsächlich, sind damit angetreten, genau das zu erreichen. Ja, das ist auch So. schwierig.
Ja, ne, das ist jetzt einmal ganz wertfrei. Ja. Sie wollen das nicht beurteilen, ob das irgendwie cool ist oder nicht cool ist, sondern einfach die Tatsache, dass sie dafür angetreten sind. Ja. Zu sagen, wir machen das Überspiel. Das macht dann mehr, ne? Ich würde sagen, Elden Ring ist zum Beispiel ein Meister seiner Klasse. Ja. Das ist für mich Elden Ring. Ja. Es ist genau das, was es sein will. Und das macht es so gut. Ja. Und Star Citizen hatte einen anderen Anspruch an der Stelle. Darum hatten die auch mit Cyberpunk zu kämpfen. Ich glaube, da ist es ein ähnlicher Fall. Ne, das ist dann nicht etwas ganz Spezielles, wofür das Spiel steht, wie zum Beispiel so ein Elden Ring oder so, sondern es ist dann mehr. Hat dann auch noch ganz viele Quests, auch noch irgendwie unterschiedliche Cineastrisch und Items, Shooter-Elemente und ganz viele Cutscenes viel GTA und und dann ne? wird es so zum Überspiel, Ja. hat aber auch unwahrscheinlich viel zu kämpfen. Ja, weil diese ganzen Elemente dann auch den entsprechenden Marktführern dann in irgendeiner Form gerecht werden muss. So, Ja. ne? In jedem einzelnen Element. Und dann ist dann die Frage, lässt man es da nicht besser weg? Die eierlegende Wollmilchsau, geht die überhaupt? Funktioniert das, ne? Also, bestimmt, ne? Man muss nur genug Kohle draufschmeißen und hast du nicht gesehen, hast du Star Citizen mal gespielt? Nein. Wir sind auch noch nicht fertig, ne, oder? Also es gibt da so Spin-offs davon, ne? Ja, du lachst, aber ich meine, das ist ja auch so, ne? Die wursteln da so lange dran rum, bis sie etwas haben, wo sie sagen, okay, das ist jetzt so geil, dass es irgendwie da draußen auch bestehen kann und nicht ständig nur irgendwie kritisiert wird wegen irgendwelcher Nuancen und so weiter. Und Leute nehmen das ja auch an. Das ist ja auch cool, beschäftigen sich auch viel damit, ne? Wird auch immer gesagt, ja, das Spiel wird nie fertig und so weiter, aber ja, wer weiß. Ne? Da kommt immer wieder was raus und so. Und das ist super spannend, was da abgeht. Aber die versuchen genau das zu tun. Wo sie mittlerweile sind, weiß ich nicht. Ne? Vielleicht sind sie auch davon abgerückt und haben gesagt, gut, aber das, was wir bisher erarbeitet haben, können wir jetzt irgendwie, das weiß ich nicht. Aber zumindest war das die Prämisse, ne? Das Überspiel zu produzieren. So. Das Beste ist immer subjektiv, habe ich dir. Ne? Was ist dann Superlativ? So. Ja, genau, das haben wir gerade beleuchtet. Das heißt also immer das Beste. Ich finde, das ist das Beste. Das ist das Beste. Das Beste in dem, was hast du gesagt? In der Sparte, Klasse, Klasse, ja. diese Klassen und diese Sparten, die sind ja auch schwer voneinander zu trennen. Also du nimmst jetzt beispielsweise ein Last of Us und du nimmst ein Tomb Raider. Beides, ne, hast du, Last of Us 2, steuerst du eine junge Frau und bei Lara Croft auch so, ja. Welches ist das bessere Spiel? Sind die überhaupt miteinander vergleichbar? Bei beiden gibt's eine Geschichte. Das eine ist, ne, also es ist schwierig so. Eigentlich muss man sagen, das ist doch eigentlich genau dasselbe. Schmuck. Ja, ist es aber überhaupt nicht. Was fehlt dem Spiel? Was hat das Spiel? Und hin und her, welches ist jetzt das bessere Spiel? Das ist schwierig. Das bessere Spiel ist immer das, worauf ich Bock habe. Wo unheimlich viel Arbeit investiert worden ist, ja, wo unheimlich Zeit, Geld und Schweiß und sonst was investiert worden ist und was mich sofort abholt und wo ich da drin bin und das ist das beste Spiel so, ja, das beste Spielerlebnis, was man sich vorstellen kann. Und das ist super subjektiv, ja. Das gibt so Sachen, die, ja gut, okay, Metacritic sollten vielleicht nicht subjektiv sein, weil interessieren mich die 2%, die das Spiel nicht mögen, so, ja. Aber wer bewertet das, muss man auch mal gucken. So, ja, und warum? Also das ist ja auch immer so eine Sache, dass oft irgendwie Nebenkriegsschauplätze stärker bewertet werden als das Spiel an sich. Bei Last of Us war das der Fall. Ja, ganz am Anfang, wenn ihr euch erinnert, da gab es Kritiken für einige Inhalte, die da gezeigt worden sind. Da war das Spiel noch nicht mal draußen. Da fragt man sich, warum macht man das? Ja. Ja, oder manchmal ist es so was ganz Furchtbares, wie zum Beispiel der, ich denke mir jetzt was aus, irgendwie der Vertriebler irgendwie hat das Spiel zu spät in den Briefkasten geschmissen. Also, was weiß ich, die Post oder sonst irgendwer. Und deswegen gibt es eine schlechte Bewertung. Null. Also diese extremen Möglichkeiten gibt es ja auch noch. Hat mit Spiel nichts zu tun. Hat mit Spiel nichts zu tun. Ja. Oder irgendwie, was weiß ich, irgendjemand, der in dem Laden arbeitet, hat sich irgendwann mal irgendwo daneben benommen und das wird dann abgestraft, hat auch nichts mit dem Spiel zu tun. Aber zum Beispiel mit einer Personalie. Und solche Nebenkriegsschauplätze spielen manchmal bei Bewertungen auch eine Rolle und sind super spannend. Ich fand zum Beispiel mega spannend, das habe ich auch schon mal gesagt, dass Diablo Immortal sich fantastisch verkauft hat. Also jeder hat das gekauft oder sich geholt, das ist ja
Du kannst ja umsonst spielen am Und Handy. gefühlt alle finden es scheiße. Und das ist das schlecht bewertetste Spiel auf Metacritic. Warum? Das ist wirklich extrem, weil es halt ein Diablo ist. Und das ist so eine Diskrepanz, ne, von Erfolg und Misserfolg in einem Haufen, dass ich darüber einfach nur schmunzeln kann. Das ist extrem. Guckt euch das mal an, das ist wirklich extrem. Also wirklich spannend. Naja, da haben sie auch versucht, eine gewisse Superlative einzubauen. Nämlich Ja. genau dieses Modell, was sie da fahren. Leute spielen das, kaufen das, aber man findet es irgendwie blöd. Hassliebe, wie will man das bezeichnen? Ne? Sind es andere Menschen, die es kaufen, als die es bewerten? Kann ja auch nicht sein. Die Schnittmenge muss ja auch entsprechend groß sein. Also, was ist da passiert? Es liegt ja auch auf der Hand, warum das so ist. Ne? Weil Ja. ich meine, die Leute warten halt auf das große Diablo und kriegen dann halt so ein Handyspiel. Und das Handyspiel, das will dann auch noch irgendwie so ein Pay-to-Win irgendwann. Aber es ist für ein Handyspiel eines der besseren. Es ist wirklich ein Phänomen. Und dafür wird es aber nicht gelobt, sondern dafür, dass es kein Diablo ist. Und das ist dann getadelt, meine ich. Da könnte man sich zerreißen. Wir haben sehr viele Themen hier heute aufgebracht. Wir meinen das alles nicht böse und bitte zerachset uns nicht, wenn wir Sachen hier bewerten. Es liegt ferner, andere Leute zu bewerten, wie sie Spiele machen. Um Gottes Willen. Aber wir wollen halt aufzeigen, dass es solche Effekte gibt und solche Schwingungen und Trends und so weiter, denen wir auch halt irgendwie nachkommen müssen oder wo wir gucken müssen, wenn wir Spiele machen, ja, dass wir da jetzt nicht irgendwo, sag ich jetzt mal, in so eine Ecke geschoben werden, die wir gar nicht wollen oder so. Und das muss man vorher mal wissen. Ne? Wir sind jetzt in so einem Zyklus von 3 bis 4 Jahren, wo wir Spiele machen oder so, müssen wir solche Sachen, kann man die berücksichtigen? Das ist schwierig, ne? Ich habe ja noch mehr Sachen draufstehen, wie Metaverse. Soll ja auch superlative, ultimative, irgendwas, warten wir's ab. Ja? Second Life hatte auch diesen Auftrag. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. So, ne? Das heißt, hattest du ein zweites Leben neben dem Leben, das ist die virtuelle Welt und so weiter. War auch früh, ne? Ja, dass man das da ist so. auch schon alt jetzt. Ne, aber das hatte auch diese Prämisse so, ne? Und Realismus. Das heißt, je realistischer die Spiele werden, desto eher ist es so, boah, das ist jetzt das absolut Beste, die Superlative. Guck dir mal an, wie geil das aussieht und so weiter. Das sind auch so Dinge, ja, diese Extreme, ne? Und es muss für jeden zugänglich sein. Ist auch extrem. Muss das wirklich für jeden zugänglich sein? Muss das jedem gefallen? Muss man wirklich 98% Metacritics erreichen, damit man, ne, man muss es sich überlegen, so, ne, muss man gucken, ob das wirklich Also ich würde sagen, sein spontan muss. nein. Also es gibt so Spiele, wie gesagt, wie Zelda, die sowas machen. Ja. Ja, das ist extrem beliebt und extrem zugänglich auch. Ja. Aber wenn alle Spiele darauf setzen würden, dann würde auch unwahrscheinlich viel verloren gehen, glaube ich. Ne, an Ecken und Kanten und speziellen Spielen, die man aber auch, die für bestimmte Gruppen halt da sind, die wichtig sind irgendwie. Steht die These im Raum, dass sich Spiele mittlerweile angleichen. Das ist alles immer die gleiche Soße. Ich möchte mal wieder das Besondere und dann greift man zum Indie-Titel. Ja? Diesen Effekt gibt's auch mittlerweile. Also ist schon schwierig, diese Superlative. So, wann ist denn zu viel? Ne? Wann platzt das alles auseinander? Es kann auch nicht noch größer, noch mehr. So, ne? Ja, es gab aber auch mal diese These irgendwie, ja, irgendwann ist es aus irgendwie, dann gibt es nur noch AAA und sonst nichts mehr. Ja. Und das stimmt auch nicht, Glaub weil ich auch diese nicht, ganze nee. Indie-Welle von den Kleinen, die nachgekommen sind, gezeigt haben, dass es für alles immer einen Markt gibt. Ja. Und die Leute auch auf unterschiedliche Sachen Bock haben und das dann annehmen. Ne? Nicht jeden Schrott, aber viele Ideen halt, die du sonst nicht umsetzen würdest, wenn es nur AAA gäbe, zum Beispiel. Super. Hast du eine Community-Frage? Ja. Die nächste Frage ist, habt ihr auch mal überlegt, diese Folgen hier anders aufzuziehen, zum Beispiel länger und mit Gästen? Hatten wir schon mal. Ja. Also, kann man sich vorstellen? Wenn wir sowas machen würden, würden wir vermutlich sowas machen wie eine Live-Sendung bei Twitch mit Gästen. Ja? Jemanden einladen, hier hinsetzen und 5 Folgen mit dem abzudrehen. Wäre sehr aufwendig, wäre auch cool, aber war auch nicht so populär. Wir haben das schon mal gemacht. Wir haben auch schon mal Leute aus dem Team genommen, haben die dann vorgestellt und haben die dazugeholt und so weiter. Das ist okay, finde ich auch cool, aber es ist auch eine endliche Menge an Leuten, die sich vor die Kamera setzen wollen. Ja, das haben wir mal gemacht. Man hat von Alex Ockelmann eine Sendung bekommen, dann ein Harry Iken, dann ein Amadeus Weidmann und dann war es auch schon dünn mit Leuten, die sich vor die Kamera setzen wollen. Die meisten wollen es nämlich nicht, die möchten nur Computerspiele machen.
So, ja. Das heißt, das ist schon ein bisschen schwierig, dann mit der Kamera also in einer Bude rumzulaufen, da mal irgendwie die abzufilmen und so weiter. Das möchten die dann auch nicht. Da muss man das anmelden also es ist nicht trivial. Da muss man sagen, okay, darf ich das denn veröffentlichen und so weiter. Das ist sehr viel Aufwand. Was wir hier machen, ist in erster Linie Community-Arbeit. Das heißt, eure Fragen zu beantworten, euch daran teilhaben zu lassen, an unserer Art Spiele zu machen, ja. Und wenn einer ein Anliegen hat oder wenn einer aus dem Team kommt und sagt, ich möchte gerne mal meinen Beitrag leisten, möchte gerne mal in die Sendung oder so, dann würden wir das sofort machen. Passiert aber nicht. So, ja. Muss man einfach sagen, passiert nicht. Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil die Leute da eigentlich nicht so einen Bock drauf haben, vor die Kamera zu gehen. Also es gibt so eine gewisse Scheu vor der Öffentlichkeit und auch wenn du die Leidenschaft hast, irgendwie wirklich in der Öffentlichkeit zu stehen, das sind nicht so viele. So, ja. Und das hat damit zu tun. Ja. So. Und andere Gäste, wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Immerhin, ne, dass wir sehr viele Leute befragen zu dem Thema. Und das ist für uns auch eine machbare Sache. Ja, das ist nämlich auch so, weil so ein Content zu generieren ist ein super viel Aufwand. So, ja. Und wir möchten den nicht so aufblasen, dass wir alles in eine Sendung stecken oder in 2 und dann eine Woche Pause machen und dann noch eine Woche Pause und so weiter für etwas, wo die dann sagen, ach, das ist es jetzt. Naja, da könnt ihr ja eigentlich da ein bisschen mehr von machen. So. Das wollen wir dann auch nicht. Das ist dann so ein Topflappen, der dann zu klein ist. Dann zieht man, dann wird er wieder klein, dann zieht man an den Ecken. Das hat sich so eingependelt. Ne? Wenn es sich anbietet, machen wir das gerne. Wir machen ja auch irgendwann mal wieder in fremden Gewässern Sendungen, dass wir mal eine Sendung machen irgendwo draußen oder so, dass wir zu einer Veranstaltung gehen und so. Hätten wir öfter getan, wäre nicht Corona uns dazwischen gekommen. Das stimmt, ja. Das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt uns nie für Twitch entschieden haben. Das ist einfach so zeitaufwendig, dass wir das regelmäßig nicht schaffen würden. Nebst den anderen Sachen, die wir ja nun mal auch noch machen. Ja, aber das wollen wir nicht komplett aufgeben oder sagen, das schaffen wir nicht mehr, ne, weil das gibt's dann irgendwann und dann kippt das dann. Ne, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, kümmert euch mal lieber ums Spiel, anstatt ständig hier. Naja, also das ist schon, wie macht man's falsch. So, ne? Deswegen wollen wir da nicht zu viel uns selbst aufbühnen und gucken, was geht. Und das machen wir dann auch, ja. Genau, wenn mir was anfällt, dann nehmen wir es. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier. Dann gibt's nämlich hier Fragerunde, FAQ. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? Mal wieder. So. In fremden Gewässern, meinst du? Ja. Mal wieder Bock drauf. Wahrscheinlich haben wir es schon längst getan, weil wir auf der Gamescom waren. Ne? Ja. Vielleicht. Das ist so ein Zukunftsrückwärtsding, Rückwärtsding, ne? So Instant-Film, ne? Das wird's denn jetzt.